ein jeglicher seine eigene Frau, und eine jegliche aber ihren eigenen Mann. Der Mann leistet die Frau die schuldige Pflicht, desgleichen aber auch die Frau den Mann. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Desgleichen hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Und zieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, dass ihr zum Fasten und Beten Muße habt und kommt wiederum zusammen, damit euch der Satan nicht versuche, eurer Unenthaltsamkeit willen. Solches sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Gebot. Ich wollte aber, alle Menschen wären wie auch ich. Aber ein jeglicher hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie auch ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so lasst sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als Brunst zu leiden. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht scheide von dem Mann. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass der Mann seine Frau nicht entlasse. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, der scheide sich nicht von ihr. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, die scheide sich nicht von ihm. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so lasst ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Beten wir. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und o himmlischer Vater, es ist immer noch die edle Gabe, es ist immer noch die Wahrheit, die frei macht. Es ist immer noch, o himmlischer Vater, das, was du gebunden hast hier auf Erden, so wie im Himmel. Im Himmel steht es immer da, o himmlischer Vater, dein vollkommen und perfektes Wort. Und o himmlischer Vater, es gilt auch hier. Und ich bitte dich jetzt, dass du wirst es auf unsere Herzen, o himmlischer Vater, durch den Heiligen Geist prägen. Und o himmlischer Vater, dass wir sehen können, o Herr, Vater, was du hast, was herrlich ist, was richtig ist. Und o Vater, danach gehen und in der Berufung, o himmlischer Vater, wozu du uns berufen hast. O himmlischer Vater, dass du wirst, o Herr, Gott, uns zeigen. Und o Vater, dass der Geist Gottes wird wirklich in uns wohnen und wirken. O Herr, dass wir darin bleiben. Zur Hilfe für deine Ehre jetzt. In Jesu Namen. Amen. Kann man ruhig sitzen. Nun, letzte Woche, wir haben das über Ehefragen angefangen. Wir haben mal das zweite Teil und so der Herr will nächste Woche dann das dritte Teil. Und eigentlich das ist das zweitlängste Kapitel in dem Buch, weil die Auferstehung ist das Wichtigste. Und die Familie ist das Wichtigste, ist zunächst. Bevor es gab eine Regierung, bevor es gab eine Gemeinde, es gab eine Familie. Wo Hillary Clinton und ihren Kumpel Lehnen Amerika hinbringen will, wo der Staat die Kinder erzieht. Sogar gewollt. Ja, deine Generation, die DDR,
hat gemeint, dass der Staat soll es erzählen. Ja, die Kinder. Und wir sind dort jetzt. Staat ist nicht dazu verantwortlich. Was die Probleme sind dafür. Nun, Paulus ist angeschrieben worden und er hat die dann angesprochen. Er hat die gesagt, was gut ist. Und es gibt viele gute Sachen in Kapitel 7, was wir angeschaut haben. Und uns hat gesagt, was die Ehrpflicht ist. Ja? Und die schuldige Pflicht. Und heute Abend wollen wir fortfahren, Vers 6 bis 9, ist es wirklich ganz klar und ganz deutlich. Ja? Heiraten ist besser, als Brunst zu erleiden. 6 bis 9. Ja? Vers Nummer 6 ist eine Überprüfung. Lesen wir das? Solches sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Gebot. Es geht von Vers 3 bis 5 hinüber ins 7 bis 9. Das ist sozusagen wie das 5. Gebot. Also man soll mal was die Eltern ehren, aber Gott ist Vater. So es geht auf Gott und auf die Menschen zu. Wie 6 bis 10 ist mehr mit den Menschen, die 10 Gebote. Und Vers Nummer 6 geht beide zusammen. Weißt du, wenn es aufgeschrieben ist, weißt du, was ist es jetzt? Nun, was sagte er? Ich sage euch aus Nachsicht und nicht aus Gebot. Jetzt steht es schwarz auf weiß in der Bibel. So das, was er uns sagt, ist, das ist nicht Nachsicht. Es ist Gebot. Es steht nicht geschrieben, es ist nirgendwo im Alten Testament. Schwarz auf weiß und es ist Gebot. Nun, hier ist die Sache, man muss sich nicht entziehen beim Fasten und Beten. Das ist er, Partner. Man kann, aber man muss nicht. Muss man nicht. Nun, gehen wir in Kapitel 9 und Vers Nummer 5. Haben wir nicht Macht, eine Schwester als Frau mitzuführen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Und wenn man schaut hinunter auf Vers so, was ist das da? Wir schauen das Ding gleich an. War Paulus verheiratet oder nicht? Das ist wirklich eine gute Frage. Es kann sein, dass er ist ledig jetzt zur Zeit und auch haben wir nicht eine Macht, auch eine Frau mitzunehmen. Es ist egal, was er war. Hier ist, was er war. Keusch. Rein. Hier ist auch, was er war. Keuschheit und Selbstbeherrschung. Wenn du das nicht beherrschen kannst, ich glaube nicht, dass du anderen Teil beherrschen kannst. Und andere Gedanken. Schauen wir 6b, man hat die eigene Gabe von Gott, die 7b. Ich wollte aber alle Menschen werden wie auch ich, wie er sagt, aber ein jeglicher hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Weißt du, das sind die Menschen. Jeder hat eine Gabe. Gehen wir in 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 11.
Das alles aber wirkt dasselbe eine Geist und Teil einem jeglichen, die seinen zu, wer will. Der Herr teilt die Gaben was? Wie er will. Wir haben nichts dazu zu sagen. Das macht er, nicht uns. Matthäus 19, 11 und 12. Er sprach aber zu ihnen, das Wort Vermögen nicht alle zu fassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleibe her so geboren sind. Es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Nicht jeder kann mal ledig sein, nicht jeder kann heiraten. Wir kommen denn darauf hin. Und jeder nach seiner Gabe. Wir haben mal, und das sind wirklich, ich muss mal sagen, die Spinner gibt es in Höhle und Fühle. Ich habe ein Buch gelesen und ehrlich gesagt, ich fand es, die Frau ist jetzt tot. Und sie ist 3-mal verheiratet gewesen. Die haben zwei Männer sind gestorben, vielleicht der dritte auch, weiß ich nicht. Aber sie schrieb ihre Bücher immer unter dem Namen von ihrem ersten Mann. Die nicht gekauft. Ihr Mann war ein Natur. Und es ist auch interessant, unter Märtyrern gibt es Streit. Von einer von der anderen. Und die Frau war das Problem. Einmal, wir sollen nicht heiraten, wir dürfen nicht heiraten. Dann plötzlich kommt die Frau rein und der andere, der alles so bestimmen wollte, heiratet. Und er zerstört die Beziehung zwischen zwei anderen. Weil er probiert was? Meine Berufung oder sogenannte Berufung auf jemand anderes. Ja, wir haben die Spinne bei uns einmal zu Hause. Dann kannst du mal noch ran. Ja? Und dann das nächste Mal, wo wir die gesehen haben, will er eine Frau, die für ihn arbeiten geht. Ja? Richtiger Mann. Ja? Richtiger Christ. Ja? Menschenskinder. Weißt du? Bist ein Mann oder eine Frau, dann bist du ein Christ. Ja? Und die Bibel sagt, wie ein Mann und wie eine Frau sein soll. Ja? Und wie ein christlicher Mann und eine christliche Frau dann sein soll. Und es ist nicht gleich. Ja? Und dann schauen wir das nächste Vers. Gehen wir Matthäus, 1. Korinther, verzeihen wir zurück. Kapitel 7. Vers Nummer 8. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie auch ich. Hier scheint Paulus ledig zu sein. Und was ist gut? Ja. Hey, bleibe wie du bist. Guck mal. Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei. Ja? Also, wir machen Spaß. Da gibt es die Sprüche 23,2 Diät. Ja? Man soll mal eine Kehle an seinen Hals setzen. Und hier ist das Problem. Leute werden mal sagen, bin ich. Person die Wahrheit.
soll ich dir sagen, was deine Schwester und dein Schwager gekauft haben in Amerika? Die ganze Zeit? Ein Frost? Guckt es, ob sie nicht weiß. Riesig. Aber kleine Packung Innenchips. Weil du hast verschiedene. Weißt du, was die mögen? Was mögen die, Natalie? Chips. Ja, weißt du? Ey, du musst mal auszugeben. Hey, weißt du, wie viel Bluebell Ice Cream ich essen werde und ich was habe? Alles. Ja! Na? Man muss mal ehrlich sein. Bin gierig. Dann hilfst. Nun, hier ist die Sache. Hast du dir irgendetwas richtig gewünscht? Ja? Wir haben mal so einen Spaß, so ein Lied angeguckt und dann gibt es mehrere Lieder danach angehört. Wenn ich einen Hund habe, werde ich das rausnehmen und futtern. Jeden Tag. Verantwortungen phlegmatisch ist. Hast bekommen, jetzt brauchst du was anderes. Kommen macht dich nicht glücklich. Sei ehrlich. Mit dem, was du hast, warst zufrieden. Unzufriedenheit. Wird noch mehr angesprochen. Gehen wir Hebräer 12, Vers 5. Und habt den Trost vergessen, der zu euch redet, als die Kinder, mein Sohn. Ja, falsch in Vers 13. Das kannst du abhören, machen wir so. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn, ermahne nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Deine Unzufriedenheit straft dich. Ja, gut. Gicht. Die Säfte funktionieren nicht richtig. Der Wandel sei ohne Geldgier. Und lasst euch genügen an dem, was da ist. Der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Es ist egal, was für ein Gier es ist. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Also wir haben mal hier die Frau, ein paar Sachen, die kennen wir nicht, ein paar Sachen haben wir gekannt. Jetzt haben wir das nicht. Ja? Sie singt über wie seine Mutter ist. Und sie sagt, es scheint so, alles was ich mache, ist Windeln. Bei Johanna habe ich nie die Windeln gemacht. Das weiß ich. Die anderen ab und zu, aber. Und der Elfe fällt nicht weit vom Baum. Das heißt, jemand hat das Wein weggeworfen. Durch das ganze Haus, andere Sachen ja, aber Cheerios nicht. Ja, sie hat was irgendwie ihren Vorhänger gewaschen und dann gibt es irgendeinen Schokoladestreifen oder irgend solches Zeug drauf. Ich weiß nicht, ob gab es sowas? Weil ich habe es nicht gehört. Ja. Ja. Hey,
vergesse diese Tatsache. Mein Kind wird das nicht machen. Weil du das gesagt hast. Kinder beweisen eines, du bist ein Lügner. Wenn Kinder das machen werden, die sind wie du. Und werden so. Und dann egal. So eigentlich wirklich, sei zufrieden mit dem, was du jetzt hast und dann, was Gott in der Zukunft gibt er Gnade. Genau. Gibt er in der Zukunft und gibt auch die Zeit dafür. Ja. Bei uns. Wenn es in Rollen kam ins Rollen. Ne? Vorher kamen keine und dann bum, 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 bum. Ja? Eins am anderen. Schauen wir Vers Nummer 9. Wir sehen die Nachsicht und Vernunft des Herrn. Das ist er. Es wäre schön, wenn du auch so wärst, oder? Wenn du ein bisschen göttlich wärst. Nachsicht und? Was? Nun, ich habe meine Frau gesagt, sie hat zugestimmt. Ja, ich schone meine Bremsen gerne, wenn ich Fahrrad fahre. Probiere die auch zu schonen beim Autofahren. Bremsen zu schonen, weißt du, dass du fährst. Ja, manchmal. Ich habe mal sehr viel Nachsicht in dem Wald wegen deiner Frau, Herr Weimer. Ja. Ich habe auch Nachsicht mitgegeben. Ich wollte nicht, dass sie schon jetzt krank ist und dann wird sie wirklich krank. Die nächste 18 Stunden. Aber, weißt du siehst mal jemanden, der fährt mit einem Kind. Du weißt nie, was das Kind macht. Also, du musst mal ein bisschen bremsen, zurücktreten. Manchmal kriegst du komische Geschichten, manchmal die Leute, ach danke und oh ja. Dass sie sieht, dass du guckst mal, was ihr Kind macht. Ja. Nicht beigebracht worden, glaube ich. Nach rechts vor. Aber die werden irgendwie nach links. Die sind vernünftig. Nun schau mal, was er sagt. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so lassen sie heiraten. Dann ist es besser zu heiraten, als bei uns zu leiden. No, Menschen können sich nicht enthalten. Ja, es geht nicht. Dann was soll sie tun? Heiraten. Ist nicht Gott nachsichtig? Ist er nicht vernünftig? Ey. Die Leute, die denken, das Kreuz ist das Schlimmste, was es gibt, sind normalerweise ein Kreuz für jemand anderes. Seele bist. Und erleiden. Was ist besser? Brunst zu leiden oder zu heiraten? Hey, der Herr sieht und versteht Menschen. Wie ist ein Vieh in Brunst? Du musst es einmal angucken. Launisch, kämpferisch, und nur eins im Sinn. Kämpft gegen allen. Ich habe mal gesehen, da waren zwei verschiedene Hirschen. Und was wird hier jetzt los? Wenn der eine Hirsch geht in ein falsches Gebiet, mit zwei Platzhirschen. Und der Kleine, ich weiß nicht, was das war, ein Sieghirsch oder sowas, der hat die Große verjagt. Weg von meiner Weiber.
Ja? Und da hast du es gesehen. Ist das nicht, was hier ist? Wir leben in einer Zeit der Hurerei, der Gottlosigkeit, der Ausschweifung, der Brunst. Nun, schauen wir Kapitel 6, Vers 18. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die der Mensch tut, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Nun, wenn er sagt, uns flieht die Hurerei, wohin? Zu ihm und zu deiner Frau. Er sagte, was man nicht tun soll. Vers Nummer 2. Das zweite Teil, Vers 1. So ist es für den Menschen gut, dass er keine Frau berührt. Er soll keine Frau berühren. Was soll man tun? Aber um eine Hurerei willen, habe ein jegliche seine eigene Frau. Und eine jegliche habe ihren eigenen Mann. Schauen wir unten in Vers 28. Wenn du aber auch heiratest, sündigst du nicht. Und wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht. Doch werden solche Trübsal für das Fleisch haben. Ich aber schonte euch gern. Heiraten ist nicht sündigen. Schauen wir in Vers 36. Wenn aber jemand meint, es sei unschicklich für seine Jungfrau, wenn sie die Zeit ihrer Blüte überschreitet, und es muss so geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wir werden das dann mehr anschauen, wenn wir dazu kommen. Aber man kann seine Tochter geben. Ihre Hand in Heirat. Man kann das mal machen. Der Vater kann mal sagen, ja, du darfst mal heiraten. Es geht. Und schauen wir in Vers 39. Eine Frau ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt. Und aber ihr Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wenn sie will. Nur, dass es im Herrn geschieht. Man kann nach dem Tod des Ehegatten heiraten. Und sogar, gehen wir in 1. Korinther 5,11. Timotheus, bitte. Als junge Frau, so. Man kann. Sommer. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie lüstern geworden sind im Widerspruch zu Christus, so wollen sie heiraten. Gehen wir runter, Vers 14. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben zu schelten. Ja? Die jüngeren Frauen sollen heiraten. Genau, was sie tun sollen. Nun, gehen wir Vers 28 in Kapitel 7. Wenn du aber auch heiratest, sündigst du nicht. Wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht. Doch werden solche Trübsal für das Fleisch haben. Ich habe schon zu euch gern. Nun, was wird aber geschehen? Das muss man sehen. Die Nachsicht und Vernunft des Herrn. Man heiratet. Was werden die haben? Trübsal. Für das Fleisch haben. Nun, enthalten ist besser als der Falsche zu heiraten. Ja? Weißt du, du kannst es aber sonst durchlesen und schau mal. Weißt du, das Herz von Paulus, ich schonte euch gern. Da gibt es ein paar andere Sachen, das er tut. Das ist sein Herz. Das ist kein was. Hey, ehrlich gesagt,
das geschieht in der Ehe. Und als Mann, du meinst wieder eine, die Frau soll für dich sorgen. Finde das nicht, du bist so, lässt dich nach einer Weile. Er ist doch, ja, Gleichberechtigung. Doch, ja, der will den Herrn dienen. Brother Jack Wood, guten Rücken. Und außerdem für seine Familie, er konnte nicht gehen. Wie die Schache gehandelt, etwas für ein Schwein. Und der Mann war gleich immer noch da, wo er das Schwein hatte. Er hat seine Pistole rausgenommen und BOOM! Schwein erschossen. So, was machst du? Wir haben Hunger. Er sorgte für seine Familie. Was geschieht denn? Heiraten. Kannst du nicht kochen? Weißt du nicht, wie die Waschmaschine geht? Und dann alle beide wissen das nicht. Vielleicht ist einer eitel und der andere nicht. Vielleicht der eine meint nicht oder riecht nicht, dass die stinken. Nicht waschen. Und der andere ist aber ja? Ein Evangelist, der hat so eine richtige gute Sache da. Er hat gesagt, ich kaufe dir was, so, ja, ist das ein Waschbrett, ne? Du kannst meine Kleider waschen. Und einer Spiegel. Und was ist der Spiegel? Da kannst du mal schauen, wie du das verhungerst und stirbst für Durst. In den Spiegel, wenn du das nicht benutzt. Das ist keine Liebe, ist keine Liebe, die Wäsche nicht machen. Trübsal in Fleisch. Martin Luther sagte, hey, das ist was ganz anderes. Du wächst mal auf und da sind Pferdeschwanz ins Bett mit dir. Ob er je im Leben sein Bettwäsche gewechselt hat. Fleisch. Sie war aber eine gute Frau, weißt du, da war ein bisschen so, vielleicht die werden heutzutage in Depression. So, sie kam zu ihm in Schwarz. Ganz traurig. Und er fragte, was ist los? Gott ist tot. Wie bitte? Gott ist nicht tot, doch. Er ist tot. Was? Sie zu erklären und erzählen, warum er nicht tot sei und plötzlich seine Gemütezustand. Sehr weise Frau. Ich glaube, wo man immer die zwei nachgefolgt haben in Deutschland, ihre Ehe waren die eher ein bisschen besser. Kapitel 10 bis 16, Vers 10 bis 16, haben wir eher Gebote.
Den Verheirateten aber gebietet nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht scheide von dem Manne. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Manne und lasst der Mann seine Frau nicht entlassen. Das Gebot des Herrn ist eindeutig. Wer sich dagegen ist einfach gegen Gott. Oh, ich kenne Christen, die gegen Gott sind. Wenn es man getan hat, man soll mal sagen, ja, ich komme. Aber wir werden mal sehen, was das Problem ist. Nur wegen der Zeit in 1. Mose 2,24, man soll verlassen und anhangen. Matthäus 19, Vers 6. Es ist klar und deutlich, was der Herr zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht. Das hat der Herr Jesus gesagt. Malachi Kapitel 2, Vers 14 bis 16. Das wollen wir mal lesen. Und so spricht dir, warum das? Darum, dass der Herr zwischen dir und der Frau deine Jugendzeugen war, die du verachtest. So sie doch keine Gesellin und die Frau deines Bundes ist. Dann hat er sie nicht zu einem gemacht, doch hat er die Spur des Geistes. Warum denn einer? Dass er einen göttlichen Samen sucht. Darum so seht euch vor eurem Geist und verachte keiner die Frau seiner Jugend. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Wenn man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr Zebaoth. Darum so seht euch vor eurem Geist und verachtet sie nicht. Nun, der Herr hasst Ehescheidung. Nun, ich muss mal sagen, wo beginnt alles? Das steht ganz klar geschrieben, wo beginnt das? Wo beginnt die Ehe? Wo beginnt das Problem, dass man sich von seiner Frau scheidet? Nee, der Gewand ist mit Frevel, weil man geht gegenüber. Es steht mal da, wofür man sich bewahren soll. Was steht's da? Wo beginnt das? Nee. Nee, steht nicht da. Es steht da, wo es beginnt. In dein Geist. Du fängst an in deinen Kopf, in deine Gedanken. Was? Blödsinn. Denn es ist Verachtung. Denn es ist Frevel. Aber Gott sagt, er hasst die Ehescheidung. Hey, ich sage dir, gibt's niemanden, der heiratet, der denkt an, sich scheiden lassen. Und die leben zusammen hier. Aber es fängt an in dem Geist. In deinen Gedanken. Jeremia 3, Vers 20. Ich lese mal das. Euer Mann verräterisch verlässt, also hast auch du, Haus Israel, mich verräterisch behandelt, spricht der Herr. Es ist verräterisch, was die Leute machen. Matthäus 19, Vers Nummer 9 und Matthäus 5, 32 gibt eine Ausnahme bei der Ehescheidung. Und das ist Hurerei. Muss nicht, aber kann. Und hier redet von der Frau eigentlich in 1. Korinther, im Judentum verboten, was sich scheiden zu lassen. Männer durften, Frauen nicht. Aber also das ist ein bisschen mit dieser No-Fault heute. Keiner hat Schuld. Ja? Hab ich gesagt, was haben die Frauen damals gemacht? Hey, die kriegen irgendwie blöde Gedanken.
Lassen Sie sich scheiden. Der Mann, den Sie nicht mehr haben wollen. Und das musste er nicht. Der hat gesagt, hey, ich hab dich schon einmal weggegeben. Und er kennt die. Nun, Heidentum konnte die Frauen das machen. Johannes 4, 16 bis 18. Weißt du, die Frau hat 5 Männer gehabt. Und ganz nebenbei, wirklich von Johannes 4, bei der Bekehrung, Gott spricht deine Sünde an. Hat er Nikodemus gefragt, wie viele Frauen er hatte? Hat er der reiche Jüngling gefragt? Aber diese Frau? Aber das ist ihre Sünde. In jedem Menschen seine Sachen. Vers Nummer 11. Weißt du, ehrlich gesagt, ich bin geschieden, was soll ich mal machen? Bleib dabei. Ja, Vers 12 und 13 gibt es gemischten Ehe. Und eigentlich laut 2. Korinther 6, 14, die sind verboten. Dass du gehst und holst eine Ungläubige. Aber die haben sich bekehrt. Aber der Ehepartner nicht. Man bekehrt sich, der gerade nicht. Was nun? Der Ungläubige will zusammenbleiben? Bleibe zusammen. Es ist auch komisch, dass der Gläubige hier ist nicht gefragt. Frieden berufen. Und Scheidung ist nicht Frieden. Nun, Vers 14, wer heiligt die Familie? Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wer heiligt die Familie? Der Gläubige in der Familie. Heiligt sie. 15. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so lasst ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester sind nicht gebunden in solchen Welt. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Nun, wozu hat Gott uns berufen? Zum Frieden berufen? Bist du friedlich? Dann bist du der Person mit dem Knüppel, der zwischen den Beinen steckt. Uns berufen hat? Sein. Prediger 1, Vers Nummer 2 sagt was? Alles ist eitel. Und denn du hast eine Eitel zu Hause? Unfriedliches Zuhause? 5, Vers 22. Friede ist was? Frucht des Geistes. Regiert der Geist? Hey, was ist Feindschaft, Hader, Zorn und Zank? Die sind Werke des Fleisches. Gehen wir in Jakobus Kapitel 4, Vers 1, das müssen wir unbedingt lesen. Woher kommen Krieg und Streit unter euch? Ah, okay, gibt's Krieg und Streit. Gibt's Streit. Gibt's Probleme. Woher kommt das? Ja? Hey, es ist gut, das zu wissen. Je eher man das lernt, desto eher wird man davon geheilt. Kommt nicht daher aus euren Lüsten, die da streiten in euren Gliedern. Ihr seid begierig und erlangt nicht, ihr tötet und neidet und könnt nichts gewinnen. Ihr streitet und führt Krieg und habt nicht, weil ihr nicht bittet. Kommt aus den Gliedern. Kommt aus deinen Inneren. Und ehrlich gesagt, weißt du, und das
2 Sachen musst du aufpassen, besonderweise wenn du nicht verheiratet bist. Jemand zu sagen, wie die Ehe geht und ihre Kinder erziehen soll. Die meisten Leute wissen, wer schuld ist an vieles, und die Faulheit. Sie sind nicht davon begeistert. Das ist ganz einfach, du hast keine Kinder, du hast keine Frau. Habe ich Gott sei Dank und gelobt und gepriesen, bevor ich geheiratet habe. Menschen, weißt du, ich muss mal sagen, Menschen bekehren sich und in dieser Zeit, weißt du, später im Leben und dann, weißt du, die bleiben in der Gemeinde, die Kinder, meistens gut und alles. Ey, ich bewundere das. Das ist herrlich, die haben was Richtiges gut gekriegt. Ja, Menschen haben ein Problem. Du weißt es, hey, du hast nicht das richtige Fundament und du fängst immer deine Ehe an. Das ist problematisch. Aber ich muss mal sagen, was ich nicht glaubte. Du musst erst 10 Jahre Streit haben, dann kannst du eine gute Ehe haben. Ich glaubte das nicht. Streit und gut nicht zusammen. Ein notwendige Übel. Zank und Hader und Zwietracht ist Sünde. Ist fleischlich. Einziger Mensch, den ich kannte, der geheiratet hat, war 100% für den Herrn. Und seine Frau war 100% für den Herrn. Und Bruder Danny Farley. Und ich fragte ihn, Bruder Danny, die Bibel sagt, genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast. Solange du das eitle Leben hast, weil das Leben ist, das ist eine gute Einstellung. Das Leben ist eitel. So, heute hatten wir herrlicher Sonnenschein, wunderbaren Herbsttag, genieße das. Ja? Weißt du, wir waren klug letzte Woche, wir haben ein Bild, was meine Weibi immer machen will vor dem roten Laub. Ja? Wunderbar schön. Gibt's kein Laub heute? Wer hat's aufgeräumt, Natalie? Ja. Schau mal. Ich bin der Hausmeister. Ich hab's gemacht. Das war bei mir zu Hause. Ja, und die Leute gucken mich komisch an, bin fast überfahren, weil ich die nicht gehört habe, wegen meiner lauten Ding da. Ja, ich habe von Ralph in Türkei mit Staubsaugen gelernt, aber laut Staubsaugen. Ja, das andere Staubsaugen habe ich noch nicht gelernt. Weißt du, solange das dir Gott unter der Sonne gegeben hat, solange dein eitel Leben währt, denn das ist dein Teil im Leben, in deiner Arbeit, die du tust unter der Sonne. Das ist das Leben zu genießen mit deiner Frau. Ich habe ihn gefragt, ob das möglich ist. Er hat gesagt, ja. Er hat dann etliche Stunden mir gesagt, wie es geht. Und er hat das mit angehört in Koblenz.
Das ist unser Teil. Vers 15, hey, Scheiden ist falsch, aber wenn der Ungläubige sich scheiden will, soll man streiten? Nein. Man ist jetzt nicht mehr gebunden. Aber wozu? Hey, wenn es gibt keinen Frieden bei dir, was ist das Problem? Dazu bist du berufen. Und was ist los? Ja? Hey, das muss erledigt werden, weil das ist nicht normal und das ist nicht christlich. Vers 16, hier ist das Heiligste. Wir sind wieder in 1. Korinther. Ich war ein Prediger, ich weiß nicht, ob ich euch gesagt habe oder nicht. Das ist, wo ich war. Ich mag dort. Nicht alles dort, aber das wäre es auf alle Fälle. Denn was weißt du, Frau? Du den Mann retten wirst. Aber du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Hier, was weißt du? Hier ist etwas für dich. Ich weiß Generation. Oder? Solange man zusammen ist, gibt es Hoffnung. Bete. Ich meine, bete, spreche kein Gebete, sondern bete. Kannst du Gott vertrauen? Kann man Gott vertrauen? 1. Petrus Kapitel 3, Vers Nummer 1. Desgleichen sollt ihr Frauen eure eigenen Männer untertan sein, damit, wenn auch etliche dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Wort. Ja, durch ihren Wandel. Mrs. Sides hat mir Folgendes gesagt. Colonel Sides, ihr Mann war nicht errettet. Sie sagte jeden Abend, ihr Mann hat so gesagt, es muss ein anderer Ort sein. Für Leute wie du. Bevor er gestorben ist, bekehrte er sich. Ein Prediger. Frühstück nur Sonntag früh. Bevor sie in die Gemeinde gehen. Du darfst zur Gemeinde gehen, so das alles, aber nicht zu Hausbesuche. Gehen sie nicht. Er ist ein Prediger auch. Sie hat ihn gewonnen. Ein Mann sagte mir, ich kann nichts Richtiges machen in den Augen meiner Frau. Warum? Sagt. Funktioniert das? Mrs. Sides und Mrs. Jones funktionierte. Ja? Und ich will mal was vorlesen, wenn es klappt. Das ist der Opa von Hudson Taylor. Hudson Taylor war Missionar bei der China Inland Mission, hat er das selber gegründet. Bei seinem Tod, da waren 1000 Missionare da. In China. Ja, und es ist herrlich, ich muss das so selber lesen, weil ich kann das nicht so richtig erklären. Es war James Taylors Hochzeitstag, ein winterlicher Morgen im nördlichen Teil Englands. Die Sonne war noch nicht über Brierley aufgegangen und das schneebedeckte Tal Royston lag noch im Schatten. Aber bei Steincross Ridge stand der junge Steinhauer schon frühzeitig auf, um alles für seine Braut zu bereiten. Hatte er doch Wasser vom Brunnen herbeizutragen und Holz für das erste Feuer zu holen. Nach der Weizen musste noch gebrochen und nun die Mühle gebracht werden für das erste eigene Brotbacken. War es doch in jedem Teil Englands Sitte, die Garben in Schobern zu lassen, statt den Weizen auszudreschen. Sobald Mehl nötig war, wurden 2 oder 3 Garben ausgedroschen und das Korn zur Mühle gebracht. Voll Leben und frohgemut, ein beliebter Sänger und begehrter Tänzer, hatte Taylor
nie einen ernsten Gedanken über den Schritt gefasst, den er jetzt unternehmen wollte. Er hatte sich in die hübsche kleine Betty Johnsons in Royston verliebt, als er sie in der Kirche sah, an der er die Glocken zu läuten hatte und Chorsänger war. Und nun war dieser lang ersehnte Tag gekommen, Donnerstag, der 1. Februar, und alles war zu den Festlichkeiten bereit. Sie wollten Musik und Tanz haben, ein Festmahl und fröhlichen Scherz, und er und Betty wollten die Fröhlichen der Frohen sein. Nach alledem wartete der traute Herr im eigenen Heim. Heute jedoch, als der junge Mann hinausging in die frostkalte Winterluft und seine Gaben in die Scheune zu tragen, kam ihm ein ganz neuer Gedankengang. War es das freundliche Häuschen nebenan, das Heim von Joseph und Elizabeth Shaw, beide wohlbekannten Dörfchen, das ihn so beeinflusste? War es der Ton eines feierlichen Morgenliedes, das Mutter Betty eben bei ihren morgendlichen Verrichtungen sang? Er konnte sich nicht so gut erinnern, wie er nach langer Zeit mehr seufzen als singen in der Hütte des Nachbars gewesen war. Gekrümmt und gelitten durch einen heftigen Anfall von akuten Rheumatismus war die Mutter monatelang an ihr Bett gefesselt gewesen in Jammer und unsäglichem Schmerz. Aber seit jenem Tag, als sie ganz allein im Hause war und ihrem Heiland vertraut hatte, dass er sie völlig heilen würde, war alles verändert. Wie erstaunt war ihr Mann gewesen, als er heimkam und sie, die er gelenkt verlassen, wiederfand, wie sie ihre Küche scheuerte, gesund und voll seligen Glücks. Es hatte großes Aufsehen in der Nachbarschaft erregt und alle auch Täler hatten gefunden, es sei etwas ganz Außerordentliches geschehen. Nur die Methodisten fanden, es sei etwas ganz Einfaches und Natürliches. Aber schließlich, was könnte solche Leute noch überraschen, die in solch überspannten religiösen Ideen lebten? Aber diese Ideen schienen ihn an diesem Morgen plötzlich zu erfassen. So sonderbar es auch war. Denn was hatte er mit Religion zu tun? Er, der Führer, bei allen feindlichen Anstrengungen gegen die Erweckung, die kürzlich in der Nachbarschaft begonnen hatte. Sicherlich war es genug, dass Bauer Cooper und die Shaws Methodisten geworden waren und von Wakefield Prediger hergebracht hatten, die mit ihren neumodischen Lehren, mit dem tiefen Ernst, in dem sie von der Trübsal, die kommen würde, erzählten. Nur die Leute erschreckten. Ja, sogar Wesley selbst war gekommen, gerade an den Sommerjahrmarkt in Mappleville, an dem viel besuchten Montag, und an all die Marktbesucher auf offenem Platze hat er seine Worte gerichtet. Mut gehörte dazu, das in einer Stadt von Yorkshire zu tun, wo die Methodisten zu verhauen ein Lieblingszeitvertrieb für die rohen Burschen geworden war. Aber der weißhaarige Prediger hatte so gesprochen an jenem Tage, dass all das vergessen wurde, und er durfte unbelästigt in das Haus der Shaws auf dem Hügel einkehren, um dort zu bleiben, bis der Tag sich neigte. Vielleicht hatte damals der junge Taylor von jenen Lippen die Worte vernommen, die ihn nun so beharrlich verfolgten, während er in der Scheune arbeitete. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, er wusste, was es heißt, dem Herrn dienen. Seine Nachbarn führten ein solches Leben, aber er war ja solch engherziger, er war kein solch engherziger Methodist. Außerdem war sein Hochzeitstag. Er war ja mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Es war keine Zeit, an Religion zu denken. Ich aber und mein Haus. Ja, aber er war im Begriff, ein neues Haus heute zu gründen. Es war ein ernster Schritt, eine große Verantwortlichkeit. Wie sorglos hatte er bisher zu diesem wichtigen Ereignis gestanden, ganz ohne Nachdenken. Aber jetzt wollten ihn die Worte nicht mehr loslassen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Stunde um Stunde verging. Die Sonne stieg höher über die Hügel. Die weißen Dächer jenes Dorfes beleuchten, wo die Braut wartete. Taylor sollte lange vor Mittag dort sein und hatte auch noch sein
Hochzeitsgewand anzulegen. Aber alles war vergessen bei dieser ersten wirklichen Berührung mit ewigen Dingen. Allein auf seinen Knien, zwischen dem Stroh, war der junge Steinhauer von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Ich aber hatte jetzt eine andere Bedeutung, die Tatsache einer persönlichen Verantwortung gegenüber einem lebendigen, wenngleich unsichtbaren Wesen. Liebe, ewig und unendlich, oder Gerechtigkeit wie ein verzerrend Feuer, war ihm wirklich nun groß geworden. Es war die Stunde, in welcher der Heilige Geist diese Seele rang, die weilvolle Stunde, darauf die völlige Hingabe der Salbung folgt. Und da, allein mit Gott, gab sich James Taylor hin. Die Liebe Christi überwand ihn und sein neues Leben von oben begann mit dem Entschluss, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Dies war der kleine Anfang, die tropfende Quelle, aus welcher überflutender Segen, nicht nur für ihn und sein Haus, von Geschlecht zu Geschlecht, sondern auch für einen weiteren Kreis in England, China und über das ganze Volk Gottes kommen sollte. Ich lese das heute, 200, fast 300 Jahre später, klangen nicht schon die Kirchenglocken über das Tal hin, als James Taylor zum Bewusstsein irdischer Dinge zurückkehrte. Er war beinahe Mittag. Die Hochzeitsgäste waren gewiss schon in Aufregung, was ihm nur geschehen sein könne. Niemals schien ihm der Weg bis Royston so lang zu sein als jetzt, da er voller Angst, zu spät zu kommen, den langen Abhang von Steinkross-Hügel hinabeilte. Ein neuer Mensch in eine neue Welt, da, wo sein Weg in die Mitte des Dorfes einmündete, konnte er endlich die Kirche erblicken. Angstvoll schaute er auf die Uhr neben dem Erkerfenster, und wie groß war seine Überraschung. Sie stand still, als wenn sie Mitleid mit seiner Not habe. Vielleicht war es noch nicht zu spät. Die ganze Hochzeitsgesellschaft erwartete ihn. Es war keine Zeit zu Erklärungen. Sie gingen so schnell wie möglich zur Kirche. Der Vikar fragte nicht, vielleicht hatte er die List gar nicht bemerkt, mit der seine Glöckner ihrem besten Kameraden der Verlegenheit geholfen hatten. Der Gottesdienst ging programmmäßig vor sich. Die Schriftstücke wurden unterzeichnet und James Taylor und Betty Johnson waren Mann und Frau. Sehr interessant war es, mehr als 100 Jahre später das alte, in Kalbleder gebundene Buch wieder aufzufinden und auf jene Eintragung von 1. Februar 1776 zu kommen. Viele der Handschriften auf dem vergilbten Papier waren schon verblasst, aber eine Handschrift stand noch mit deutlicher Klarheit da und erinnerte uns lebhaft an die Handschrift eines anderen, der lange nachher des Bräutigams Namen tragen sollte. Da war derselbe Familienzug mit den sorgfältig gebildeten Buchstaben, der selbst feste charakterische Stil, als ob die Feder von derselben Hand geführt worden sei, die uns so oft in späteren Jahren schrieb: Ein herzlicher Liebe in Jesu, euer James Hudson Taylor. Und nicht die Handschrift allein ist bemerkenswert in dieser Geschichte aus alter Zeit. Die späteren Erfahrungen des Steinhauers und seiner Frau enthüllten dieselben Charakterzüge, die durch die Gnade Gottes bei dem Urenkel, das war sein Urgroßvater, wiederkehren. Das ist dieselbe Einfach der Rede, dieselbe Strenge der Grundsätze, dieselbe Liebe zu dem Herrn Jesus Christus, dieselbe Treue in seinem Dienst, ein reiches Erbteil, die Erfüllung vom verheißenen Segen bis ins dritte und vierte Glied. Doch wieder zurück zu dem ersten James Taylor. Es gab nun seine Zugeständnisse mehr an den alten Menschen. Bis zur Stunde seiner Hochzeit war James Taylor so fern von religiösen Eindrücken gewesen wie die leichtsinnigsten seiner Gefährten. Jetzt, als er die Kirche verließ, zögerte er nicht, alles zu bekennen, was sich ereignet hatte. Seine junge Frau am Arm erklärte einfach und ernst, dass er in den Dienst eines neuen Herrn eingetreten sei. Dies bedeutet unter anderem keinen Tanz am Hochzeitstage oder unziemliche Späße. Als seine Braut dies hörte, rief sie unwillig aus: Hoffentlich habe ich keinen Methodisten geheiratet. Aber gerade das hatte sie getan.
auch gleich als keiner von ihnen ahnte, denn die warme, liebende, lebendige Glaube der kleinen Versammlung in Steinkreuz zogen bald James Taylor in ihre Mitte. Von den Shaws, Coopers und anderen lernte er erkennen, was es wirklich heißt, Gott dienen. Seine Stimme und seine Geige, die ernst bei jeder Festlichkeit im Dorf unumzugänglich nötig schienen, wurden jetzt nur für seinen Herrn gebraucht. Und oft erzählte er voll Glück, wie viel der Herr an seiner Seele getan habe. Was war mit seiner Betty? Sie war ganz und gar nicht glücklich. Ihr Herz sagte ihr, James habe recht, aber sie wollte durchaus nicht mit ihm die Schmack Christi teilen, machte ihm mit Fleiß sein Haus möglichst ungemütlich. Von ersten Tage an hielt James Familienandachten, aber Betty weigerte sich, mit ihm zu lesen und zu beten und beschäftigte sich dann möglichst geräuschvoll mit anderen Dingen. Eines Abends war sie besonders unvernünftig mit ihren Vorwürfen und quälte ihn mehr als gewöhnlich. James ertrug es, solange er konnte, und dann, bevor sie wusste, was ihr geschah, fühlte sie sich von seinen starken Armen aufgehoben und wurde in das obere Zimmer hinaufgetragen. Ja, dort kniete er nieder, und indem er sie still neben sich hielt, schüttete er seinen Jammer und inbrünstigen Gebet vor seinem Herrn aus. Sie hatte bisher nicht geahnt, wie viel er um sie sorgte. Sein Ernst machte ihr Eindruck, und obgleich sie sich nicht eingestehen wollte, wurde sie vom Bewusstsein ihrer Sünde beunruhigt. Den ganzen nächsten Tag verschärfte sich dieser Stachel. Ach, wie gern hätte sie nun sein mögen, wie ihr Gatte war. Wie gern hörte sie zu, als er am Abend wie gewöhnlich eine Bibel brachte. Das Gebet schien ihr gerade für sie gesprochen, und nach einem selben Abend, während James auf seinen Knien lag, fand sie Frieden mit Gott. Amen. Was weißt du? Ob du deine Frau oder ob deinen Mann retten wirst? Ja? Die den Herrn vertrauten, sagten uns was ganz anderes. Dass man ihm noch heute vertrauen kann und vertrauen soll. Und unser Teil ist was? Lebe, genieße das Leben in deiner Gott. Gibt zu viel Eitelkeit. Überall. Wenn das in dem Hause ist, Menschenskinder, ich kann das nicht vorstellen. Es sein würde. Aber man hat immer solche Probleme und manchmal, wie Samuel heute sagt, und es war Querschläger. Schlug zurück, oder? Mit allem, was ich hatte. Das herrschen, die Welt darf nicht herrschen, darf nicht herrschen. Ich sollte mal, hey, ich habe in mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und das tust du, indem du Gottes Gebote, Gottes Wege einfach folgst. 154 und singt dem Herrn. 154.